Hi, herzlich willkommen zu Fundamental. Die Bibel ist wahrer, als du denkst. Wir starten heute mit einer neuen Serie und zwar über die Sprüche Salomos. Das ist ein Buch in der Bibel und wir werden uns Schritt für Schritt da durcharbeiten. Die Sprüche sind super spannend. Ich kann dir jetzt schon versichern, eins der spannendsten Lektüren in der Bibel sind die Sprüche. Die Sprüche sind entstanden, mal um so ein Gefühl zu kriegen, im 3. bis 9. Jahrhundert oder 9. bis 3. Jahrhundert vor Christus. Also beginnend sozusagen vor der Exilzeit von Israel, wo das Volk in Gefangenschaft vorgeführt wurde. In der Exilzeit, natürlich in schweren Zeiten, entstehen auch solche Sprüche, sind ja Weisheitssprüche, und man sagt so ungefähr bis zum 3. Jahrhundert vor Christus. Also in dieser Zeitperiode sind die Sprüche entstanden. Sprüche ist ein Sammelbegriff, also dieses ganze Kapitel der Sprüche besteht aus 7 Kapiteln, kann man so einteilen, 7 Säulen der Weisheit. Und man schreibt diese Sprüche Salomo zu. Sicherlich, das steht ja auch in dem Text drin, nicht alle Sprüche sind von ihm, aber Salomo war bekannt für Sprüche der Weisheit. Und wir merken auch in den ersten Kapitel, das lesen wir auch jetzt gleich mal, das sind verschiedene Worte, es geht um Rätsel, es geht um bestimmte Sprichwörter, Weisheiten, Anweisungen, Erkenntnisse, die Menschen hatten und die sie weitergeben. Die Sprüche sind geschrieben in einer Form von Lehrsätzen. Also wir können davon ausgehen, dass diese Sprüche, ich sag mal einen Spruch, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Den Spruch hast du sicherlich schon mal gehört. Der kommt dort aus der Bibel oder aus den Sprüchen Salomos. Und viele von diesen Sprüchen kennen wir. Und wir werden sie auf dem Weg auch weiter kennenlernen. Die Sprüche an sich deuten darauf hin, dass sie mündlich weitergegeben wurden. Also sprich, man hat einfache Zusammenhänge genommen und hat sie so formuliert, dass man sie sich gut merken kann. Also du kannst dir davon ausgehen, dass es Schulen gegeben hat, die diese Sprüche auch entsprechend an die nächste Generation weitergegeben hat, die Weisheit der Älteren an die Jüngeren zu übertragen. Das ist die Idee der Sprüche. So, wir lesen jetzt mal Kapitel 1, Vers 1 bis 7. Und wie immer bitte ich dich, dass du am Anfang diesen Text selbst liest. Also Sprüche 1, 1 bis 7, und dann sehen wir uns danach. So, du hast die Sprüche gelesen, die ersten 7 Verse. Spannend, oder? Also es ist einfach ein interessanter Text. Ich möchte ihn mit euch jetzt so Schritt für Schritt mal durchgehen. Also da fängt es hier an, die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um zu erkennen Weisheit und Zucht, um zu verstehen verständige Worte, so sagt die Elberfelder Bibel hier, um anzunehmen Zucht mit Einsicht, dazu Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, um einfältigen Klugheit zu geben, dem jungen Mann Erkenntnis und Besonnenheit. Also wir haben gesagt, die Sprüche, die haben ein Ziel. Das ist sozusagen hier so der Disclaimer, also sozusagen was die Benutzungsanleitung für diese Sprüche von Salomo. Wir sollen dadurch Weisheit, Erkenntnis, Klugheit, praktische Handlungsanweisungen bekommen. Salomo war ja bekannt eigentlich für seine Weisheit, deswegen ist er hier auch der Hauptautor. Und vielleicht kennst du eine der großartigen Geschichten, wo das deutlich wird, ist die Situation, wo 2 Frauen zu Salomon kommen und sagen, hey, das ist mein Baby. Sie bringen also ein Baby mit und sagen, meins. Und die andere Frau sagt, nein, das ist mein Baby. Und sie können sich nicht einigen und Salomon hört ihnen zu. Und er sagt dann irgendwann seinen Urteilsspruch und sagt, gut, ich kann nicht zuordnen, wem das Baby wirklich gehört. Wir machen Folgendes. Wir teilen das Baby in der Mitte durch und die eine Mutter kriegt die eine Hälfte, die andere Hälfte. Und vielleicht weißt du auch, wie das ausging. Die echte Mutter hat dann gesagt, nein, gib es lieber der anderen. Es soll nicht sterben. Und Salomon sagt dann,
Ha, das ist die richtige Mutter. Die würde lieber ihr Kind abgeben, als es umzubringen, während die falsche Mutter bereit wäre, ihr Kind oder das Kind in der Hälfte durchzuteilen. Das ist sozusagen einer der großen Weisheitssprüche von Salomo gewesen. Dadurch ist er bekannt und berühmt geworden. Das steht auch in der Bibel drin. Die Sprüche an sich, ihr werdet das merken, die Sprüche sind sozusagen garniert mit einem Maskottchen. Da werden wir noch öfter drüber stolpern oder nicht stolpern, dem werden wir begegnen. Und zwar die Frau Weisheit. Also die Weisheit wird hier in den Sprüchen als eine Person dargestellt, als eine Frau, die verständig ist, die ihre Lehre in Form von Essen sozusagen an die Hungrigen weitergibt, und so wird mit gespielt. Frau Weisheit lädt in ihr Haus, und Frau Torheit gibt es ja verschiedene Charaktere. Wir werden das so kennenlernen. Das Interessante ist erstmal vielleicht, eine Frau wird benutzt, also die Sophia. Sophia in vielen Sprachen ist ja auch die Weisheit weiblich, wird benutzt. Hier wird es auch so gesagt, um die weisen Männer und die jungen Männer zu lehren. Man darf das durchaus so als kleines Gedankenspiel mal so weiterspinnen. Wir haben ja heute so dieses Thema, warum lehrt ihr nicht die Frauen? Also hier lehrt die Weisheit als Frau die Männer. Und ich glaube, das ist so eine Art der biblischen Geschlechtergerechtigkeit, dass die Männer hier Unterweisung von den Frauen brauchen. Und ich glaube, jeder, der verheiratet ist, weiß, hinter jedem erfolgreichen Mann, sagt man, steckt eine schlaue und eine gute Frau. Ich kann das bestätigen mit meiner Frau. Aber es ist auch die Weisheit der Frauen, die uns als Männern weiterhilft. Und natürlich kannst du diese Sprüche genauso als Frau lesen. Ich denke mal, da sind wir uns drüber einig. Einfach mal das zu notieren, wie hier die Geschlechter sich gegenseitig positionieren oder von dem Schreiber hier positioniert werden, ist interessant und zeigt ganz, ganz viel. So, fangen wir mal an. Wir sagen, also diese Sprüche gehen um Einsicht und Weisheit zu gewinnen. Viele von den Sprüchen und auch von den Gleichnissen Jesu im Neuen Testament sind ja interessanterweise nicht so als Klartext ausgelegt. Also, vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen, Jesus spricht ja ganz oft in Gleichnissen. Man sagt mal, warum spricht er denn in Gleichnissen? Naja, damit das irgendwie bildhaft, damit das irgendwie klarer wird. Aber eigentlich sind diese Sprüche ja, oder auch die Gleichnisse, sie verhüllen ja auch ein Stück weit etwas. Also es ist nicht so ein Text, wie man sagt, so, wenn du glücklich sein willst, dann mache 1, 2, 3. Vielleicht kann man das schön an einem Beispiel mal so deutlich machen. Das Gras auf der anderen Seite ist grüner. Ich kenne den Spruch. Ja, das ist ein Spruch eher aus dem Mittelalter. Aber was sagt denn dieser Spruch? Er ist ja im Grunde genommen, geht es in diesem Spruch, das Gras, was bei einem Nachbarn besser erscheint als bei einem selber. Und wenn man auf die andere Seite des Zaunes geht, gilt dieser Spruch genauso. Also das Gras immer auf der anderen Seite ist grüner. Das heißt, wenn ich meine Lebenssituation vergleiche mit einem anderen, dann schneide ich immer schlechter ab. Das ist das, was dieser Spruch eigentlich sagen möchte. Aber er sagt das in Form eines Bildwortes. Und er sagt aber eben auch mehr als nur die reine Erklärung. Vielleicht tauchen wir mal so ein, wenn wir über Wahrheit sprechen, über Erkenntnis, über Klugheit, was hier so in dem Text steht, dann sprechen wir ja über ein Konstrukt, was sich in unserem Kopf entwickelt. Ich nenne das mal ein Land. Vielleicht kannst du dir so vorstellen, wie wenn du einen Raum hast, der ist gefliest, da siehst du viele Fliesen auf dem Fußboden. Und jede dieser Fliesen ist sozusagen ein Stück Wahrheit. Und im Laufe unseres Lebens erkennen wir immer mehr, wie dieser Boden aussieht. Wir bauen uns sozusagen ein Konstrukt
von Wahrheit, indem wir die Realität interpretieren. Und das geschieht oft nicht durch einfache Lehrsätze, sondern es geschieht eben in solchen Bildworten wie das Gras auf der anderen Seite des Zaunes ist immer grüner. Und man erkennt Weisheit bei einem Menschen daran, dass sein Gebäude, also sozusagen den Raum, den er dort mit diesen Fliesen so baut, groß oder klein ist. Ich will mal sagen, auch eine Lüge im umgekehrten Bild hat auch die ist auch stimmig in sich. Also es gibt viele Lügen, die sind in sich stimmig. Zum Beispiel, wenn du glaubst, dass es nicht genug auf der Welt gibt und du deswegen immer schlechter abschneidest, dann ist das, man nennt das eine selbstvollfüllende Prophezeiung. Und die Erfahrung ist ja, dass das dann genau so auch kommt, oder? Also wenn du glaubst, das ist die Wahrheit, dann stimmt das so. Viele Menschen, die Verbrechen begehen, bauen sich eine Wahrheit zurecht, die dann in ihrer Logik stimmt. Also ich musste diese Person, jetzt sage ich mal als Beispiel, ich muss eine Person jetzt hier irgendwie umbringen, weil die ist eine Bedrohung für die Menschheit und das sind ja oft ganz klare Gedankengebäude, sind in sich schlüssig, nur sie sind klein. Hier erkennst du, was Weisheit ist. Lügen sind kleine Wahrheitsgebäude. Die haben eine sehr begrenzte Wahrheit, die ist teilweise so klein, dass nicht mal die ganze Person da reinpasst, wenn du mal so als Bild das so nimmst. Weise Menschen haben große Wahrheitsgebäude. Sprich, sie können viel erklären. Wenn jemand ein kleines Wahrheitsgebäude hat, ich will mal so sagen, dann muss er das verteidigen. Je größer deine Wahrheit ist, je umfassender das ist, was du erkennen kannst, desto weniger Angst musst du haben. Beispiel. Momentan haben wir ja eine Sexualitätsbewegung, LGBTQ und so weiter. Und wenn du dagegen etwas sagst, dann machst du dich sehr schnell unbeliebt, ist das kleinste der Probleme. Man darf bestimmte Wahrheiten, wie jetzt diese LGBTQ, also das ist sozusagen, ich weiß nicht, wie viele Geschlechter wir mittlerweile haben, irgendwie in deren Vorstellung, wenn man die hinterfragt, wird man angefeindet. Das ist immer ein Zeichen, dass dieses Gebäude, was diese Person hat, die das vermittelt, recht klein ist. Sie hat Angst, dass es einstürzt. Und wenn du es hinterfragst, dann stürzt es auch schnell ein. Während ein Gebäude von Weisheit was Umfassendes ist, du brauchst keine Angst zu haben, dass dein Gebäude einstürzt. Also ich merke so, ich kann ganz problemlos mit Atheisten oder Leuten, die irgendeine andere Meinung haben, diskutieren über meine Weltsicht. Und das muss schon sehr, sehr hart kommen, wo ich dann sage, oh wow, da bedroht mich jemand. Ne? Also ich kenne Argumente, die sagen, oh Gott gibt's nicht oder Gott, das kann nicht sein mit Jesus und so weiter. Und das ist sehr schwer, mein Wahrheitsgebäude auch ins Wanken zu bringen. Das kann man ins Wanken bringen, auf jeden Fall. Und ich sag mal, viel, was ich jetzt erlebt habe in Politik und im Umgang mit Menschen, hat mein Wahrheitsgebäude ganz schön erschüttert, weil ich gemerkt habe, wie übel Menschen sein können. Also das ist durchaus wahr. Weisheit in der Bibel wird vermittelt durch Gottesfurcht. Also hier heißt es ja in Vers 7, lese ich auch mal, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Also die Furcht des Herrn ist sozusagen dein Fundament, auf dem du das aufbaust. Wir Christen haben ja oft so die Sicht, dass die Wahrheit sozusagen in der Person Jesu Christi begründet liegt. Ich finde das eine sehr interessante Aussage. Jesus ist die Wahrheit, aber wie weit drückt sich das denn aus? Indem nämlich die Wahrheit nicht darin besteht, nur bestimmte Lehrsätze für wahr zu halten.
das ist der Kern hier der Weisheit, die auch in den Sprüchen genannt wird. Du kannst das nicht so einfach definieren in 5 Lehrsätzen. Warum? Weil wir als Menschen zu klein sind. Das ist das Problem. Wir sind nicht in der Lage, die Schöpfung, und das ist es ja, um was es hier geht, also unsere Mitmenschen, um unsere Umgebung, unser Weltall zu erklären. Wir schaffen das noch nicht. Also ich kann ja nicht mal mich selber richtig erklären, oder? Erlebst du wahrscheinlich. Und wenn du verheiratet bist, kannst du deine Frau oder deinen Mann, deinen Partner dich noch weniger erklären. Und wie erklären wir wissen ja noch nicht mal genau, wenn wir uns einen Baum anschauen, wie funktioniert denn nun mal ganz genau ein Baum? Da wird es ja schon schwierig. Wie funktionieren diese ganzen Systeme? Wenn wir das wüssten, dann hätten wir keine Umweltprobleme, könnten wir das wesentlich leichter lösen. Das heißt, unsere Blickwinkel der Welt ist begrenzt. Und wir brauchen sozusagen die Relaisstation Gott. Wir brauchen die Furcht des Herrn, heißt es ja hier, also sozusagen die Erkenntnis, dass Gott Recht hat. Also der weiß es einfach besser. Und man kann das übersetzen mit Furcht oder Ehrfurcht. Ich will mal so sagen, auch wir neigen natürlich da gerne dazu, das mit Ehrfurcht zu übersetzen, weil das besser klingt als Furcht. Aber hier steht nun mal auch Furcht. Furcht heißt ja, ich habe Angst. Und zwar Angst habe ich, dass ich etwas nicht verstehe und etwas falsch mache, was mir nachher auf die Füße fällt. Und tatsächlich ist das Leben doch auch so. Also wer keine Angst hat, etwas falsch zu machen, weil er sich zum Beispiel gegen die Gebote Gottes richtet, den nennt die Bibel hier einen Narren. Also das ist ja eigentlich hier so. Und tatsächlich würde ich mal sagen, wenn du so in die Welt hineingehst und sagst, also super, ich kann machen, was ich will, dann wirst du entweder nicht sehr alt oder du musst einen sehr, sehr hohen Preis zahlen, weil du dich ständig gegen die Wand rennst. Also manche Menschen brauchen das so ein bisschen. Ich glaube, so gibt Typen, gerade so, weiß ich nicht, ob das nur männerbezogen ist, aber die brauchen das, gegen die Wand zu rennen. Die spüren sich selber, nur indem sie, sag ich mal, auch gegen die Wand rennen und damit Schmerzen sich und anderen zufügen. Das ist vielleicht ein Zeichen von jungen Männern, deswegen steht ja auch hier, die jungen Männer sollen ganz besonders Weisheit bekommen, aber auch ältere Männer können total blöde sein. Das heißt, ich brauche eine Furcht vor Gott, der mir sagt, Tom, du denkst zwar, dass du recht hast in dem, was du da gerade glaubst, aber der Herr sagt es anders und jetzt halt du mal, Tom, die Klappe, denn du widersprichst dem Wort Gottes. Also ich sag mal, wenn ich hier so sage, wir kommen dann gleich in den Sprüchen, da geht es viel um Verhalten. Und wo ich als Mensch also denke, na, ich weiß das besser. Ne? Und ich bin schlauer. Ich bin schlauer als meine Eltern, ich bin schlauer als die Bibel, ich bin schlauer als die Menschen, die mir Rat geben. Und das trifft oft eben nicht zu. Also wir täuschen uns ganz oft. Also ich täusche mich ständig. Das ist immer so ein System. Also wir hatten gerade letztens hier so eine Situation, das war total süß. Da bin ich hier mit einem Freund, und auf unserem Dorf hier, wo wir gerade wohnen, da ging der Wasserturm nicht. Irgendwie ging das Wasser nicht, das floss nicht. Und irgendwie hatten wir irgendwie gedacht, naja, also wir beide, wir finden das raus. Und wir sind also jetzt zum Wasserturm gegangen. Der Wasserturm ist so ein hohes Ding, 12 Meter hoch und hat 200 Meter, glaube ich, tief gebohrt. Und gesagt, na, für uns ist ganz klar, wenn da den Wasserturm geklopft und gesagt, na, also da wird ganz sicherlich nicht genug Wasser drin sein. Deswegen ist der Wasserdruck nicht hoch genug und deswegen tropft das nur am Ende der Leitung. Also das haben wir gemacht. Wir haben irgendwie die manuelle Pumpe eingeschaltet und haben gesagt, jetzt werden wir mal richtig Wasserdruck aufbauen, dann kommt auch das Wasser raus. Kurze Zeit später schreien die Leute, hey, der Turm läuft über. Also wir hatten uns getäuscht und es war genug Wasser drin und es war nur ein Ventil nicht richtig aufgemacht, das wir aber nicht wussten. Und für mich war das so ein schöner Moment zu erleben. Ich denke mir, wir waren uns beide ganz sicher, das ist's. Aber wir waren falsch. Wir lagen einfach falsch, weil wir keine Ahnung hatten, weil genau das uns gefehlt hat. Das hätte jetzt man auch mit der Furcht des Herrn vielleicht nicht ganz so lösen können, aber zu erkennen, dass meine Erkenntnis sehr begrenzt ist. Darum geht es vielleicht hier in diesem ersten Block. Und
Was wir in dieser nächsten Serie lernen wollen, ist ein weites Land zu erkunden, was du noch nicht kennst, was wir vielleicht intuitiv wahrnehmen, wo wir uns unsicher bewegen, nämlich die Entscheidungen, die in deinem Leben und in meinem Leben anstehen. Dass wir diese Entscheidungen gut und weise treffen, sodass wir Menschen werden, die mit Rätseln und Worten und Sprüchen umgehen können und damit die Welt auch erklären, unsere eigene Welt, und damit richtige Verhandlungsweisen für uns ergreifen können. So, das ist ein bisschen die Einleitung hier von diesem Text. Ich möchte dir die Frage geben und euch die Frage geben, wenn ihr jetzt als Gruppe zusammensitzt, welche Sprüche, welche Worte haben denn dein Leben geprägt? Was kommt dir dazu? Vielleicht nennen mal mindestens 3 Sprüche. Das sind ja nicht unbedingt immer nur biblische Sprüche, das sind auch andere Sachen. Also ich weiß zum Beispiel, einer meiner Sachen, die ich zu Hause gelernt habe und die mir jetzt nicht so geholfen haben, aber die waren zum Beispiel: Geld regiert die Welt, hat mein Vater mal gesagt. So ein schöner deutscher Spruch. Das stimmt natürlich teilweise, aber wenn man das zum Beispiel als Leitspruch für sein Leben benutzt, dann rennt man auch gegen die Wand. Und mein Vater ist auch teilweise gegen die Wand gerannt. Also, welche Sprüche prägen dich oder haben dich geprägt? Und wenn du sie heute mal reflektierst, aus der Brille jetzt, wie wir hier so sitzen mit der Bibel, sind sie hilfreich oder nicht hilfreich? Okay? Also, ich will beten für dich, für diese Woche. Vater, ich danke dir, dass du deinen Geist auf uns legst, dass wir Männer und Frauen sind und werden, die weise, klug, besonnen und aufrichtig laufen in unserem Leben. Ich bitte dich, dass du uns dadurch führst, durch deinen Geist, durch dein Wort, dass wir zu Salz und Licht in dieser Welt werden und bleiben. Amen.